Willkommen alle Action-Freunde hier auf dem Natur- und Fototechnik-Kanal Amazing Nature Alpha. Heute stelle ich euch wieder eine neue Kamera von Insta360 vor, nämlich die nagelneue Go 3. Die kleinste Actionkamera der Welt, und was die mittlerweile kann, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, ich halte sie schon in meinen Händen, die Insta360 Go 3. Die Go 2 habe ich euch letztes Jahr vorgestellt, und wie es immer so ist, jedes Mal wird die Kamera wieder ein Stück weit besser. Und jetzt halten wir hier schon eine sehr, sehr coole Kamera in der Hand, die wirklich sehr viel drauf hat und die sich auch deutlich unterscheidet von den üblichen Marken-Action-Kameras, aber auch von den hauseigenen Action-Kameras von Insta360, die ein paar Alleinstellungsmerkmale hat, und die möchte ich euch in diesem Video auch mal zeigen. 35 Gramm leicht, magnetisch und IPX8 geschützt. Das bedeutet, Insta360 gibt an, dass wir diese Kamera einfach ohne Gehäuse 5 Meter unter Wasser tauchen können. Das ist natürlich für Schnorcheln perfekt, aber natürlich durch das magnetische Gehäuse der Kamera ist das natürlich auch perfekt, damit wir sie überall befestigen können. Ja, also ich könnte sie jetzt hier oben an meinem Mikrofon befestigen, ich kann sie an meinem Fahrrad hinklicksen, ich kann sie überall, wo eben Metall ist oder magnetisches Metall, muss es natürlich sein, kann ich die Kamera befestigen. Ich war mit der Kamera in Österreich unterwegs bei den Flugrettern und habe eine Großübung begleitet und hatte die Kamera den ganzen Tag hier an dem Hals befestigt. Und das funktioniert hier über dieses magnetische Pad. So sieht das Ganze aus, und ihr könnt die Kamera dann hier ganz normal hinmachen, und die hält auch wirklich bombenfest. Das Ganze wird unter dem T-Shirt einfach hier versteckt, und ihr klickst eure Kamera einfach hier so auf die Brust, und jeder wundert sich, warum die da festhält. Und das ist natürlich eine super Art und Weise, um einfach die Ich-Perspektive zu filmen. Also ihr seht eure Hände, was ihr tut bei der Arbeit oder was auch immer. Zudem gibt es einen neuen Action Pod. Ihr seht das, der hat jetzt ein Display, das auch ein richtig schönes Touchscreen hat. Das zeige ich euch gleich noch einmal im Detail. Also oben Aufnahmetaste, seitlich einen Ausschalter, Mikrofon und die Quick-Menü-Taste. Hinten das klappbare Display, das können wir jetzt hier nach oben stellen. Das bedeutet, wir haben gleichzeitig, wenn wir die Kamera ins Gehäuse setzen, das mache ich euch gleich mal, ich setze die mal hier rein, die rastet auch sofort magnetisch ein, dann habt ihr gleichzeitig eine Kamera, mit der ihr euch selber filmen könnt. Aber damit nicht genug, sondern ich kann jetzt die Kamera über diesen Knopf entfernen. Die hält wirklich bombenfest da drin und ist mit dem Einrastknopf nochmal zusätzlich hier gesichert. Und sie ist weiterhin natürlich mit dem Action Pod per Bluetooth verbunden. Das heißt, ich kann die Kamera in 5 Meter Entfernung, Insta360 gibt an bis 5 Meter Entfernung, kann ich die irgendwo hinhängen und sehe trotzdem hier mein Bild. Das ist natürlich genial, so kann man perfekt arbeiten, und die Kamera erkennt auch im normalen Videomodus, ob sie hochkant oder quer filmt. Denn da kommen wir jetzt schon zum nächsten Clou. Die Go 3 hat nämlich einen quadratischen Bildsensor, wie auch schon die Go 2. Und das ist natürlich so extrem stark, denn jetzt können wir entweder die Kamera so befestigen oder so und haben trotzdem ein Querformat-Video. Aber damit nicht genug, sondern wir können hier ein Free-Frame-Video aufnehmen. Das heißt, die Kamera nimmt immer ein quadratisches Video auf. Das ist dann keine MP4-Datei mehr, sondern eine Insta-Datei. Und diese Datei könnt ihr in der kostenlosen Software öffnen und bearbeiten. Und dann könnt ihr verlustfrei aus demselben Videomaterial ein Hochkant für TikTok, Instagram oder YouTube Story schneiden und ein Querformat für die YouTube-Kanäle. So, das ist natürlich heutzutage unheimlich wichtig geworden für alle, die viele Hochkant-Videos machen. Das heißt, ich habe hier ein quadratisches Video, kann später verlustfrei in der Software entscheiden, möchte ich das hochkant ausgeben oder quer, und das auch noch stabilisiert. Und die Stabilisierung, die seht ihr hier bei den Aufnahmen, da laufe ich durch die Gegend, und ich könnte die Stabilisierung jetzt noch auf hoch und sehr hoch schalten, und ich habe mich absichtlich dazu entschieden, sie nur auf Standard zu lassen, und trotzdem schaut euch das mal an. In der Kamera, ohne dass ich die Software von Insta360 im Anschluss brauche, ist das Bild schon richtig gut stabilisiert. Der Clou vom Action Pod ist natürlich auch, dass wir eine viel längere Akkulaufzeit haben. Denn ist die Kamera mal eingesetzt, wird sie sofort wieder aufgeladen, denn die Kamera selbst hat natürlich auch einen kleinen internen Akku. Der hält ungefähr so 45 Minuten laut Insta, wenn ihr ein Full-HD-Video macht, also wenn ihr nur die kleine Kamera verwendet. Und wenn ihr das Ganze in das Gehäuse einsetzt, dann hält das für Full-HD
HD 170 Minuten, das sind fast 3 Stunden am Stück. Und ich war ja damit den ganzen Tag unterwegs und ich habe den Action Port im Gesamten nicht nachladen müssen. Ich hatte den einfach so in der Tasche und hatte die Kleine hier befestigt. Und immer wenn was Interessantes passiert ist, habe ich da drauf gedrückt und sie hat das Filmen angefangen. Und als die LED dann so geleuchtet hat, dass ich wusste, jetzt wird der Akku gleich leer, dann habe ich sie einfach in der Tasche in diesen Action Port hier reingeklickst und sie wird binnen 20 Minuten wieder auf 85% aufgeladen. Und das war ja ideal an diesem Drehtag, weil ich habe ja meinen Standort öfter versetzt. Das heißt, du läufst wieder ein Stück, in der Zeit hast du es in der Tasche im Action Port und sie wird immer wieder refreshed. Also das bedeutet, seid ihr jetzt ein Rennradfahrer und wollt ein 6-Stunden-Rennen fahren, dann ist es natürlich so, dann könnt ihr das nicht mit dem kleinen Akku hier durchziehen. Ja, das ist ja klar, dass wir bei der kleinsten Actionkamera der Welt hier Limits haben. Limits haben wir zum Beispiel auch in der Auflösung. Wir haben hier kein 4K-Bild, sondern nur ein 2,7K-Bild. Das heißt, das ist besser als bei der Go 2, aber es ist halt immer noch kein 4K. Und das liegt ganz einfach auch an der Akkuleistung, die das verzehren würde. Dann könnten wir sie nicht mehr so klein bauen. Und wir haben natürlich irgendwo auch ein Überhitzungsproblem. Denn selbst bei 2,7K wird das kleine Teil schon ordentlich warm. Und ich möchte nicht wissen, wie das jetzt bei 4K der Fall ist. Also hier, wie gesagt, 2,7K finde ich sehr cool. Also nicht nur 1440p, also ist schon besser als Full HD, sondern 2,7K, das ist schon echt eine gute Auflösung, die weit besser ist als Full HD und das Ganze dann mit 80 Mbit pro Sekunde. Ihr könnt aber auch Full HD aufnehmen bis zu 120 Bilder pro Sekunde. Und im Standard-Video macht sie 50 Bilder bei Full HD und bei 1440p macht sie auch noch 50 Bilder. Schade, hier hätte ich 60 ganz schick gefunden für alle, die den 30p Workflow haben, den ich auch verwende. Also verwendet ihr die 2,7K, dann müsst ihr eher von einer Akkulaufzeit, also Single, wenn ich sie jetzt hier rausbaue, ja, Taste drücken, wie gesagt, kann ich mir hier hinklicksen, wenn ich das Teil hätte, dann müsst ihr eher damit rechnen, wenn ihr volle Auflösung filmt, so wie ich das immer gerne mache, dann habt ihr halt 20 Minuten oder so, ja, wenn Insta bei Full HD 45 angibt, dann werden wir da irgendwo bei 22 Minuten oder so sein und damit habe ich trotzdem einen ganzen Drehtag gestalten können. Also das ist für mich jetzt kein Hindernis, weil ich sie ja immer wieder in der Tasche hier einfach in das Gehäuse klicksen kann und das verstaue ich dann. Oder ich könnte ja theoretisch, wenn der Akku noch nicht so weit hergestellt ist, könnte ich ja direkt im Gehäuse weiterfilmen. Also ich könnte sie ja dann in der Hand kurz halten. Ich muss sie ja nicht immer hier hinklicksen. Das kommt natürlich sehr darauf an, was ihr damit macht. Aber die Möglichkeit, einen Touchscreen jetzt zu haben, wo wir das Bildmaterial direkt anschauen können, wo wir ein tolles Menü bedienen können, wo wirklich gut funktioniert mit diesem Touchscreen. Das ist halt eben neu. Und das war vorher anders. Vorher haben wir immer uns mit der hauseigenen App verbinden müssen, um überhaupt mal das Material zu sichten oder es zu bearbeiten oder zu exportieren. Und hier habt ihr es halt direkt vorliegen, ihr könnt es abspielen und ihr könnt alle Einstellungen vornehmen. App ist ein weiteres cooles Stichwort, die gibt es natürlich weiterhin für diese Kamera. Also ich kann mich auch mit meinem Smartphone auch nochmal verbinden und kann das Ganze nochmal per WLAN aus der Ferne steuern, aber auch natürlich spezielle Effekte vornehmen oder das Ganze dann in ein schönes automatisiertes Video schneiden lassen, ohne dass ich selber die Clips aussuchen muss. Die Kamera selbst hat 2 Mikrofone eingebaut. Wenn wir sie rausnehmen, einmal hier vorne und einmal oben und das Ganze, das hört sich so an. So, das ist ein kleiner Soundtest, wenn ich die Insta360 Go 3 direkt in der Hand habe. So hört sich das an. Könnte hier und da ein Windgeräusch drauf sein. Wenn, dann musst du mir nachgehen. Oh, schön. Ja, das könnte es gewesen sein. Also ihr seht schon, ich war hier richtig überrascht. Der Ton ist sehr, sehr gut, für das so ein kleines Gehäuse ist. Allerdings ist natürlich klar, wir haben hier keinen Windschutz drauf. Ja, die Bedienung ist so, wie wir das eigentlich von Insta gewohnt sind und funktioniert hier mit dem Touchscreen total toll. Wenn ihr einmal in die Mitte tippt, könnt ihr einfach die Einstellungen ein- und ausblenden. Ihr könnt hier unten rechts den Winkel umschalten, ob ihr ein Weitwinkel wollt oder ein lineares, ausgerichtetes Bild. Ihr könnt hier natürlich dann sagen, in welcher Auflösung, ob ihr quer oder hochkant filmen wollt und mit welcher FPS-Zahl. Das kann man immer auch von unten nach oben raufwischen. Das ist hier so ein Swiper. Dann können wir von rechts nach links reinwischen. Da haben wir dann die
die Einstellungen, also wollen wir zum Beispiel einen Weißabgleich fest oder wollen wir den Belichtungsausgleich heller oder dunkler haben. Und das ist ein bisschen eine Herausforderung mit dem Wischen, muss ich sagen, denn mir passiert es da häufig, weil wenn wir in der Mitte wischen, dann gehen wir nämlich in das Menü, welchen Modus wir wollen. Ja, also ein normales Video wäre jetzt das hier. Und da ist es natürlich immer so ein bisschen gefährlich, wenn ihr zu weit in der Mitte wischt, seid ihr hier in diesem Modus. Und wenn ihr außen wischt, dann seid ihr in den Kameraeinstellungen. Und natürlich, wie wir es gewohnt sind, wenn wir von oben nach unten ziehen, da kommen wir in die generellen Kameraeinstellungen rein. Also wie hell soll das Display sein? Soll die LED leuchten? Sprachsteuerungseinstellungen, SD-Karte formatieren. Sorry, es gibt keine SD-Karte. Interner Speicher natürlich formatieren. Wenn ihr von ganz außen reinwischt, dann kommt ihr eben in die Wiedergabe und könnt gucken, was ihr für ein Material aufgenommen habt. So, außerdem, was ich auch schön finde, ist eben hier diese Quick-Menü-Taste. Da könnt ihr wieder eigene Presets ablegen, aber Insta hat auch eigene Presets schon abgelegt. Das heißt, ihr drückt die einfach durch. Das ist total bedienungsfreundlich, finde ich. Und ihr habt da schon die perfekten Presets abgelegt für die verschiedenen Herausforderungen, ob ihr jetzt wandert, klettert oder Rad fahrt oder ob ihr Star Trails aufnehmen wollt. Das könnt ihr hier schnell mit vorgefertigten Presets machen. Aber ihr könnt, und das seht ihr hier oben, auch eigene Presets ablegen und abspeichern mit dem Plus. Und das ist natürlich auch total cool. Okay, in welchen Varianten gibt es diese Insta und was soll sie kosten? Ich habe hier die 64 GB Variante und das Schöne ist, ihr habt die in 3 Abstufungen, 32, 64 und 128 GB. Die Kamera hat einen stolzen Preis von 449 € in dieser Variante mit 64 GB. Und wenn ihr das ausgeben wollt, dann legt die 20 € auch noch drauf und holt euch die ganz große, weil das macht dann wirklich nicht mehr viel aus. Das finde ich relativ fair, dass sie für die 128 GB Variante jetzt keinen Mondpreis wollen, sondern dass sie nur unwesentlich teurer ist und weiterhin unter 500 € bleibt. Allerdings ist das natürlich schon ein sehr krasser Preis und man muss sich schon überlegen, ob man dieses Konzept wirklich braucht. Ihr müsst natürlich im Hinterkopf haben, mit so einer kleinen Kamera filmt ihr Perspektiven, die andere nicht filmen können. Ihr könnt die Kamera an einen Kochmesser klicksen und könnt den Lauch schneiden und seht dabei die Schneidbewegung. Das kann keine andere Actionkamera auf der Welt. Das möchte ich schon noch mal so ein bisschen rausarbeiten. Ihr könnt die Kamera an Plätzen befestigen, wo andere Kameras einfach nicht hinpassen, weil sie zu groß sind oder weil sie nicht magnetisch sind. Und deswegen hat ja Insta360 auch diese Abstufung. Ihr könnt ja auch dort eine mit dem 360-Grad-Modul und dem Action-Modul zusammen kaufen. Und übrigens, gerade habt ihr Prime Days. Momentan gibt es die Insta360 One RS. Das ist ja das Set mit dem Modul 360 Grad und dem normalen Action-Modul. Gibt es für 200 € weniger. Schaut unbedingt mal unten in den Link rein. Das gilt nur noch heute am Sonntag und ich glaube am Montag. Und je nachdem, wenn ihr jetzt das Video eine Woche später schaut, dann ist diese Aktion natürlich schon vorbei. Okay, kommen wir noch zu ein paar kleinen Nachteilen und zu dem, was ich noch zusätzlich stark finde. Und zwar hatte ich schon angesprochen, ist so ein bisschen, ja, dass wir 1080p nur bis 50 Bilder haben, da wären 60 schön gewesen. Das weiß ich nicht, warum Insta das macht. Ich bin mir sicher, performance-technisch wäre das noch umsetzbar gewesen. Die 10 Bilder mehr hätte die Kamera auch noch weggesteckt. Denn schließlich kann sie ja auch 2,7K 30p und ich sag mal, dann hätte ich auf die 60 auch gehen können. Kann aber vielleicht noch per Update kommen. Momentan ist meine auch auf Englisch. Ich habe aber schon von Amazon, komischerweise, eine E-Mail bekommen, dass diese Kamera bald ein deutsches Menü bekommt. Da bin ich natürlich auch sehr gespannt. Das wird dann wahrscheinlich per Update nachgereicht. Was ich cool finde ist, es gibt super Zubehör, was gleich in der Packung liegt. Also wie zum Beispiel auch diese Halterung hier. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Da könnt ihr die Kamera einfach reinklicksen und könnt sie zum Beispiel eurem Kind dann einfach an die Cappy klipsen, weil hier einfach so eine Klemmung dabei ist. Ihr könnt die Kamera übrigens auch an eurem Hund befestigen, an eurer Katze, weil sie so klein ist. Und könnt mal gucken, was die Katze so macht und wo die so rumläuft. Da aber ein bisschen aufpassen, nicht, dass sie dann verloren geht. Ja, und dann gibt es noch ein sehr cooles Zubehörteil. Und zwar hier, da gibt es eine Halterung. Die ist hinten mit so einem ganz ultra klebrigen Silikon versehen. Da ist jetzt momentan der Schutzaufkleber noch drauf, weil das halt so klebt. Das kann man aber immer wieder mit Wasser reaktivieren. Und der ist so klebrig, dass wir das sogar auf Holz kleben können, senkrecht auf Holz kleben können und sogar
von oben, also oder beziehungsweise von unten gegen die Decke kleben können, auf Holz, ja, also nicht nur auf glatten Flächen und natürlich auf glatten Flächen ist das erst recht geeignet, inklusive der Schutzkabel, sehr praktisch, weil dann kommt nicht so viel Dreck dran. Dann haben wir hier halt so einen kleinen Kugelkopf, der schön fest ist und wir haben hier eine magnetische Halterung, das seht ihr ja hier ganz gut. Und das bedeutet, ich kann jetzt das einfach auf meine Motorhaube beim Auto machen, ja, so. Das klebt wie Gift, ja, also das bleibt wirklich fest dran. Ihr könnt das seitlich ans Auto machen oder was ihr auch sonst für Fantasien habt. Ja. Und dann total durchdacht, weil ihr könnt auch hier, falsch rum, diesen Action-Port halt dann hier befestigen. Ja, und das ist schon durchdacht, weil dann können wir halt eben beides befestigen, entweder das oder die kleine Kamera. Was ich auch total cool finde ist, es gibt für diese kleine Kamera so kleine Skins, wo ihr sie selber personalisieren könnt. Da könnt ihr zwischen ganz vielen Skins auswählen und da holt ihr euch einfach gleich ein paar coole dazu, weil das finde ich schon irgendwie nice, dass ihr eure Kamera dann anders personalisieren könnt und jeder sieht dann auch, das ist meine Kamera, das ist deine Kamera. Was auch stark ist, es gibt für diese kleine Linse ND-Filter verschiedenen Stärken und die hätten geholfen, dass ich zum Beispiel beim Hubschrauberdreh die Verschlusszeit besser einhalten kann, denn ihr seht, hier kommt es natürlich dann zu dem typischen Rolling-Shutter-Effekt auch, weil wir halt hier keine lange Verschlusszeit verwenden. Ja? Und das ist ja beim Filmen wollen wir das und da gibt es sogar ein putziges kleines ND-Filter-Set dazu, das hätte ich mal haben müssen und das finde ich halt sehr stark auf der anderen Seite. Okay, Fazit. Wir haben hier eine Kamera, die absolute Alleinstellungsmerkmale hat und sich durchaus von normalen Actionkameras abhebt. Allerdings muss es von eurer Seite halt, ist es halt auch eine Preisfrage, ja, denn sie ist halt auch nicht gerade günstig. Sie kann aber halt auch viel und ist sehr qualitativ. Also es ist kein Billigheimer, wo man jetzt sagt, hey, dann kriegst du bei AliExpress für 50 € hinterhergeschmissen, sondern es ist halt ein absolut professionelles Tool, was auch Profis einsetzen, weil sie vielleicht das Ding irgendwo mal befestigen wollen, am Kochmesser zum Beispiel, um das Beispiel nochmal aufzugreifen. Ja. Mir hat es gefallen, euch diese Kamera mal zu präsentieren. Schaut mal unten die Links an, ob das was für euch ist. Ich habe euch sogar die schönen farbigen Skins mal verlinkt, damit ihr die mal durchschauen könnt. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.